Etwas lauert im Schatten. Eine Rennspielserie, die viele von uns kennen. Eine Rennspielserie, die Entwickler und Publisher wie EA am liebsten nie wiedersehen wollen, denn der Entwickler hinter dieser Serie macht allein mit einem Titel 6 Milliarden Umsatz. Für Spiele wie Need for Speed, die aktuell nicht so berauschend sind, wäre ein Reboot dieser Serie eine nicht zu unterschätzende Konkurrenz. Eine Spieleserie, die nun schon seit 15 Jahren verschwunden ist. Ja, Midnight Club. Vielen ist das Spiel ein Begriff und es ist natürlich auch von einem der größten Entwickler überhaupt, von Rockstar. Rockstar, unsere GTA-Entwickler, ja, die wir ja alle so lieben. Sie haben zwar ein bisschen abgebaut, sie bringen nicht mehr viel, außer irgendwie, ja, ihr GTA-Stuff. Aber damals haben sie halt wesentlich mehr Games gebracht und darunter war zum Beispiel auch Midnight Club in der Racing-Szene. Ja, Midnight Club wird dieses Jahr schon 23 Jahre alt. Es erschien 2000. Und ja, ein kleines, feines Rennspiel. Noch vor Underground und so weiter. Man konnte da durch die Stadt plästern, Rennen fahren und so weiter. Und ja, da kurz darauf kam schon Midnight Club 2 und das war ja auch so ein Highlight. Ne? War natürlich auch wieder ein bisschen besser, aber hatte auch Special Guests wie Jabba the Hutt hier. Oder auch Moneyboy am Start, die Alpha-Version von Montana Black. Sogar Piraten gab es hier. Well, that hasn't happened before. Life on the open sea. But no doubt he'll reveal his predictable inadequacies soon. Let's go to another place now. There be treasure. 2005 machte Midnight Club dann einen großen Sprung. Wir hatten auf einmal lizenzierte Autos, was ziemlich geil war. Und man konnte diese auch tunen. Da haben sie sich wohl sehr ein Vorbild an Need for Speed genommen, was zu dem Zeitpunkt sehr erfolgreich war. Wir hatten 3 Städte, San Diego, Atlanta und Detroit. Und später kam dann nochmal als Neu-Release die Midnight Club 3 Dub Edition Remix-Version, wo wir auch noch in Tokio fahren konnten. Marketingtechnisch eigentlich schon ein Geniestreich, könnte man heutzutage sagen. Also war schon nice. Ja, wie bereits erwähnt, gab es viel Tuning. Wir sehen es hier. Tonnenweise Frontschürzen, Seitenschürzen, Heckschürzen, Felgen, Auspuffanlagen und so weiter. Also man konnte recht viel machen. Designtechnisch, ja gut, das war simpel, wie auch bei Need for Speed damals. Du hattest halt bestimmte Vorgaben, wie die Flamme zum Beispiel und kein Editor wie in den modernen Spielen, aber das war damals auch gar nicht so schlimm. Ja, Midnight Club an sich ist ein Fun-Racer, bedeutet, er achtet da nicht so auf den Realismus. Also war schon sehr arkadelastig von der Steuerung her und vom Schwierigkeitsgrad her auch mal mehr, mal weniger schwer, aber an sich eigentlich ziemlich okay. Aber an sich wirklich einzigartig, weil man halt, wie gesagt, 4 Städte zur Auswahl hatte. Das war beim Nachfolger nicht mehr so. Und wenn man es heute spielt, erkennt man auch viele Parallelen zum GTA. Ja, dieser Stil von Rockstar, er spiegelt sich einfach sehr gut wider. Man denkt teilweise, man spielt GTA. Das ist ein bisschen eigenartig. Und ja, war auf jeden Fall eine geile Serie und eine gute Konkurrenz zu Need for Speed. Ja, nach Midnight Club 3 kam dann Midnight Club LA. Der aktuellste Teil, aber auch, ja, leider schon sehr alt und ja, der letzte Teil. Midnight Club LA spielte, wie der Name schon sagt, in Los Angeles. Wir hatten wieder lizenzierte Autos, freie Fahrt und tonnenweise Events, online freie Fahrt besonders und das waren wirklich geile Zeiten. Da kam noch DLC, South Central,
es gab Rate My Ride quasi, da konnte man sein Auto quasi einstellen und andere Spieler konnten es dann bewerten an seiner Optik. Das waren schon geile Zeiten. Wir haben da auch viel online gespielt damals, Cops and Robbers, weil das coole Feature an dem Game war, wenn du damit durch warst, kam eine letzte Mission, wo du für 1 Million in die Werkstatt kaufen konntest und dann hattest du alles umsonst. Du konntest umsonst Autos kaufen, Autos umsonst tunen, du hast einfach kein Geld mehr benötigt. Und man konnte zudem auch noch Cop-Fahrzeuge kaufen. Und dann haben wir immer Cops and Robbers gespielt. Also das waren wirklich geile Zeiten. Und die sind leider vorbei. Außer vielleicht für Xbox, aber ja, bei Xbox sind tatsächlich die Server noch online. Man kann Midnight Club LA immer noch online spielen. Da war ich letztens zumindest noch mit einem meiner Moderatoren online. Aber ja, der spielt halt kerntot. Da sind kaum Spieler. Also wenn du mal einen findest random, dann ist das schon ein Wunder. Wie gesagt, das spielt kaum einer, weil viele wahrscheinlich auch gar nicht wissen, dass die Server noch online sind. Ja, man kann das Spiel sogar noch kaufen bei Xbox. Bei PlayStation bin ich mir nicht sicher, habe ich nicht geguckt in den Marktplatz. Aber auf Xbox kannst du dir Midnight Club LA noch kaufen. Und ja, dann kannst du durchspielen und auch online spielen. Es ist halt abwärtskompatibel und tatsächlich noch online. Wie gesagt, also ich finde es bemerkenswert. Die scheinen die Lizenz auf Lebenszeit gekauft zu haben bei Rockstar für das Spiel. Ne, weil normalerweise, wenn die Lizenzen auslaufen, dann kann man das Spiel auch nicht mehr verkaufen. Sieht man zum Beispiel an Forza Motorsport 7, ist mittlerweile erst 5 Jahre alt, aber man kann es nicht mehr online kaufen, weil die Lizenzen einfach abgelaufen sind. Einfach End of Service oder so. Oder das war einfach nur ein Move, um die Leute dann eher dazu zu bringen, Motorsport zu kaufen. Hat auch keinen Sinn. Aber egal, was die da treiben, auf jeden Fall kann man Midnight Club LA noch zocken. Und ja, Midnight Club war eine geniale Serie und man fragt sich natürlich, warum kommt da kein Neues mehr? Es ist genau dasselbe leidige Thema fast wie bei Burnout. Und ja, Rockstar ist nun mal ein Entwickler, der schwer ist, was Geld angeht, wirklich. Also mit GTA und Red Dead haben die ordentlich verdient, vor allem mit GTA, ja, durch die ganzen Cashcards und so weiter. Wir kennen ja die Politik von Rockstar Games. Das Game ist ja mittlerweile so gestaltet, dass Missionen relativ lange dauern. Ihr müsst immer sehr viel hin und her fahren und die Belohnungen sind so, naja, aber die Preise dagegen sind boom. Einfach, also wenn da so ein Auto mal eben 2, 3, 4 Millionen kostet, da muss man schon ein bisschen grinden. Wenn man mehrere Autos und alles haben will, das kostet schon ordentlich. Ja, das ist leider eine Politik, die sich da eingebürgert hat. Rockstar arbeitet ja an GTA 6 und man fragt sich, warum bringen die nicht noch einen Midnight Club raus? Momentan ist die Lage eigentlich sogar gut. Need for Speed ist komplett am Reinkacken und ja, es kommen zwar noch Spiele wie Test Drive, Solar Crown oder The Crew Motorfest und so, aber ich glaube, ein Midnight Club Reboot würde auch richtig gut kommen, weil die Fans schreien schon seit Ewigkeiten danach. Und ja, man muss ja sagen, ist egal, was man von Rockstar hält, ihre Spiele sind halt einfach gut. Ne? Man guckt sich allein Red Dead 2 an, ne? Die Details, die Grafik und so, einfach Wahnsinn. Auch selbst GTA, obwohl es so alt ist, GTA 5, hat auch so viel Detail. Also, wenn Rockstar sich da reinknien würde und einen Midnight Club entwickeln würde, so wie sie die anderen Spiele entwickeln, mit diesem Detailreichtum und allem, wäre das schon der Wahnsinn. Natürlich haben die da allerdings mehr Kosten als bei einem GTA vielleicht, also nicht in der gesamten Entwicklung oder so, aber im Gegensatz zu GTA müssten sie bei Midnight Club zum Beispiel wieder Lizenzen zahlen für die Autos. Weil, also ich persönlich würde es nicht feiern, wenn die sagen, ja, wir machen nur das Midnight Club, aber mit Autos von GTA. Nee, also wenn, dann will ich schon echte Autos haben. Ne, das wäre schon so ein ganz schön billiger Move, da einfach diese sehr erfundenen Autos von Midnight Club schon von GTA zu nehmen. Und ja, ist die Frage, warum machen die das nicht? Ne? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht glauben die, dass da kein Interesse besteht oder es lohnt sich für die nicht oder die sind halt wirklich nur noch darauf fixiert, GTA 6 zu machen und dann möglichst so zu optimieren, dass die absolut einen Mega-Gewinn damit machen. Weil GTA Online, man hat es gemerkt, es hat sich über die Zeit verändert. Rockstar ist sehr, sehr, sehr ab auf die Schiene Geld, 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 ja, möglichst viel Geld rausquetschen. Und ich denke mal, GTA 6 wird das zu spüren bekommen. Ich denke, wir werden auch in GTA 6 sehr
in die Ecke Cashcard gedrängt werden. Da muss man dann, ich weiß ja nicht, also es wird, vielleicht sollte man da mal ein extra Video drüber machen über GTA 6, das ist ja schon wieder, ne, es geht ja eigentlich um Midnight Club. GTA 6 können wir gerne mal ein Video drüber machen, mal drüber schnacken. Ja, also wie gesagt, Need for Speed ist momentan nicht in guter Verfassung, deswegen wäre ein Midnight Club gar nicht mal so übel, wenn man es nicht verkackt natürlich. Aber es könnte schon einschlagen wie eine Bombe und ja, ich würde es begrüßen. Wie empfindet ihr das? Würdet ihr euch über ein neues Midnight Club freuen? Wie würdet ihr es gerne haben? So im Stil der alten Midnight Clubs oder auch vielleicht was Neues. Aber bei was Neuem weiß man ja nie, was am Ende dabei rumkommt. Ich denke nur, wie gesagt, Rockstar hat das Potenzial dazu. Die achten wirklich sehr auf Detail und alles. Und das könnte wirklich ein geniales Game werden. Wer weiß, vielleicht entwickeln sie auch heimlich schon an einem Midnight Club, wovon keiner was weiß. Die sind da ja immer ziemlich streng mit ihrer Geheimhaltung und allem. Aber bis jetzt gab es ja nicht mal den Millimeter gefühlt von einem Leak oder so. Kann auch sein, dass da gar nichts in der Entwicklung ist und auch nichts geplant ist, dass die Serie einfach für immer abgeschrieben ist. Aber naja, muss man mal abwarten. Man kann nur hoffen, dass da vielleicht doch mal was passiert, wenn GTA 6 dann raus ist. Vielleicht gucken sie mal, anstatt ein Red Dead 3 oder so, kommt dann vielleicht auf einmal so ein Midnight Club oder so. Man weiß es nicht. Bleibt abzuwarten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen darüber. Ich fände es geil. Und ja, würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Das war's schon wieder an der Stelle von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, tut das jetzt. Unterstützt den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank und auf Wiedersehen.